Servus liebe Leute, die Radelsaison steht nun vor der Tür und vielleicht plant ihr auch schon eure nächsten Radtouren und Radreisen. Und da möchte ich euch heute mal ein relativ neues, aber ziemlich cooles Tool vorstellen, das vielleicht eine tolle Alternative zu Komoot ist. Vor allem wenn es darum geht, wenn ihr Radtouren und Radreisen entlang offizieller Radrouten planen möchtet. Ja, es geht um Veloplanner, das kommt von einem polnischen Entwickler und der hat uns auch angeschrieben, ob wir das nicht mal testen wollen. Das habe ich jetzt die letzten Tage und Wochen auch gemacht und bin ziemlich begeistert. Und warum das der Fall ist, das zeige ich euch jetzt und wir gehen direkt mal rein. Wir sind jetzt hier schon im Veloplanner direkt in der Routenansicht. Es lohnt sich auf jeden Fall hier erstmal einen kostenlosen Account zu machen, denn alles, was ihr hier plant, wollt ihr ja sicherlich auch abspeichern und das funktioniert nur, wenn ihr schon einen Account habt. Ja, aber was ihr auch schon ohne Account machen könnt, ist hier diese Routenansicht zu öffnen und schon mal einen Überblick von offiziellen Radfernwegen zu haben. Das ist ziemlich cool gemacht hier, weil jetzt können wir hier reingehen und zum Beispiel den Weserradweg auswählen. Einmal auf Details gehen und sehen jetzt hier schon links Informationen mit Bildern und ja, Vorschlägen, mit was für Fahrrädern ihr auf das fahren solltet, in welche Richtung, wie hoch der Schwierigkeitsgrad ist und so weiter und so fort. Da kann man sich schon mal ein bisschen belesen und schauen, ob dieser Radweg überhaupt etwas für einen ist. Die ganze Sache könnt ihr dann tatsächlich auch schon hier oben als GPX-Datei downloaden und dann auf euer Garmin oder ein Tour-Navigationsgerät eurer Wahl dann spielen und das dann eben schon nutzen direkt. Wenn es dann aber darum geht, eben diese Tour als Mehrtagestour zu planen, dann lohnt es sich auf jeden Fall einen Account zu machen. Und wie das dann funktioniert, zeige ich euch dann gleich noch. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal vorher in den Planer, damit ich euch einfach erstmal diese Ansicht erklären kann. Denn was wir hier jetzt als Highlight sehen, beziehungsweise als Markierung auf dieser Karte, das sind nicht etwa Straßen oder so, sondern das sind Radwege. Und da kann ich jetzt mal noch näher rangehen. Da sehen wir, wir haben jetzt rote Radwege, wir haben blaue Radwege, wir haben grüne und wir haben gelbe. Das ist quasi eine Einteilung von internationalen Radwegen bis hin zu lokalen Radwegnetzen. Und das kann ich hier unten links einstellen. Ja, mal angenommen, wir wollen jetzt nur die großen Radwege sehen, könnte ich jetzt alle anderen Radwege hier ausstellen und dann sehen wir nur die großen. Ich kann auch alle natürlich ausstellen, damit ich erstmal eine grobe Übersicht habe. Denn vielleicht wollen wir ja gar nicht eine Tour entlang eines offiziellen Radwegs eben planen, sondern einfach so. Da bietet sich das an, alles auszustellen, damit es nicht so unübersichtlich wirkt. Dann können wir hier zum Beispiel mal nach Jena gehen und jetzt hier einfach einen Punkt setzen, wie man das bei Komoot auch machen würde. Und dann sagen wir mal, wir wollen bis nach Gera fahren. Dann setzen wir hier auch einen Punkt und da plant er schon die Route. Das geht super schnell. Und wir haben jetzt hier links das Fahrradprofil Gravel gerade. Normal ist eingestellt normales Fahrrad. Das kann ich auch wieder ändern. Kann das hier einmal bestätigen. Und dann ändert er die Tour wahrscheinlich so ab, dass man nicht über allzu viele Schotterwege fährt. Ja, das wäre generell schon die schnelle Tourenplanung. Ich kann natürlich auch wie bei Komoot hier reingehen, so einen Punkt nehmen und woanders hinziehen, damit er eben da dann die Route lang führt. Und so kann ich dann schnell auch eine Änderung vornehmen. Das Ganze kann ich jetzt auch abspeichern und als GPX-Datei dann exportieren. Hier haben wir dann nochmal eine Übersicht von den Oberflächentypen und den Straßentypen. Diese ganzen Daten kommen von OpenStreetMaps und ist natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Das ist nicht immer 100% akkurat. Ja, hier haben wir dann auch mal die Details, 36 Kilometer, 476 Höhenmeter und so weiter. Also das kennt ihr schon alles. Kommen wir zur eigentlichen Stärke von Veloplanner. Ich würde jetzt einmal kurz diese ganze Tour hier löschen und nochmal mir die Radwege anzeigen lassen. Das kann ich jetzt auch einfach über das Shortcut L machen. Also ich drücke einmal die Taste L, sehe jetzt hier wieder die ganzen Radwege. Und wir nehmen an, wir würden gerne den Saale-Radweg fahren wollen. Wir wissen natürlich, der führt durch Jena an der Saale entlang. Und da sehen wir jetzt halt mehrere Routen, beziehungsweise wir wissen wieder nicht so richtig, was ist denn jetzt davon der Saale-Radweg. Hier ist es einmal markiert, aber auch wie bei Komoot, wo das eben auch nur als Premium-Feature vorhanden ist, sich die Radwege anzeigen zu lassen und das dann manchmal auch sehr unübersichtlich ist, gibt es hier jetzt die Funktion, hier oben den Modus zu wechseln. Ich bin jetzt momentan im Planungsmodus, gehe jetzt aber mal in den Ansichtsmodus, klicke drauf und dann sehen wir, hey, jetzt hat er hier die ganzen Radwege noch deutlicher gekennzeichnet und ich kann jetzt hier auch drüber gehen und sehe direkt, was für Radwege das sind.
Und da gehe ich jetzt halt hier über den Saale-Radweg. Klicke einmal drauf, sehe auch, okay, das ist auch gleichzeitig der Radweg D11 Ostsee Oberbayern. Ich möchte auch nur den Saale-Radweg. Könnt ihr jetzt theoretisch auch gleich auf die Wikipedia-Seite gehen oder auf die offizielle Website. Ich gehe aber hier auf die Lupe und dann markiert er mir einmal den kompletten Radweg. Das ist schon mal einfach sehr cool, dass ich jetzt einfach mal eine direkte Übersicht von diesem ganzen Radweg habe. Und damit kann ich jetzt arbeiten. Ich gehe jetzt wieder zurück in den Planungsmodus und sehe, dass jetzt wirklich nur noch dieser Radweg deutlich so erkennen ist. Kann jetzt hier an den Start gehen, ins Fichtelgebirge. Hier ist die Quelle der Saale. Und jetzt fange ich einfach an, tatsächlich meine Tour zu planen. Ich würde einmal hier klicken und dann kann ich hier ein Zelt klicken und sehe ich, dann führt er hier entlang dieser Tour. Dann kann ich weitergehen, zum Beispiel nach Sparneck und das dann immer so weitermachen. Wird dann halt ein bisschen umständlich, wenn ich hier alle paar Kilometer einen neuen Punkt setze. Deswegen würde ich sagen, wir setzen jetzt einfach mal den Endpunkt von der ersten Etappe, weil das wird eine mehrtägige Tour und ich möchte auf Campingplätzen übernachten. Und da kommt das nächste coole Feature. Wir haben hier oben mehrere Möglichkeiten, uns Sachen anzeigen zu lassen. Und da gehören zum Beispiel Campingplätze dazu, aber auch Lebensmittelgeschäfte, Restaurants. Und hier beim Meer kommt noch sehr viel mehr dazu. Da haben wir zum Beispiel, was ich ganz nett finde, Bed and Bike. Das würde ich hier auch tatsächlich mal als Favorit einfach hinzufügen. Das mache ich, indem ich hier auf diesen Stern klicke. Dann haben wir Wasserstellen, ist vielleicht auch manchmal ganz interessant, lasse ich jetzt aber erstmal weg. Für viele von euch wird es interessant sein, wo Ladestationen sind. Und dann würde ich noch Bahnhöfe hinzufügen. Und die haben wir jetzt hier oben auch in unserer Tab-Leiste mit drin. Wir wählen jetzt aber erstmal Campingplätze aus, damit wir wissen, wo wir übernachten können. So, und dann schauen wir doch mal, welcher Campingplatz vielleicht direkt an der Saale liegt, beziehungsweise am Saale Radweg. Und da haben wir hier den Campingplatz Kloster, den kann man hier auswählen. Manchmal ist dann hier auch direkt eine Website dann noch verlinkt. Ich würde das jetzt einfach so wählen, dass ich hier sage, zu diesem Punkt routen. Ja, und dann macht er jetzt eine Route von der Quelle bis hierher. Und jetzt schauen wir mal, wie gut er das gemacht hat. Ja, das sehen wir hier, ist er vom Radweg bzw. von der Radroute erstmal abgewichen. Da kann ich jetzt hier reingehen und das dann jetzt hier rüberziehen. Nochmal schauen, dass ich das ordentlich gemacht habe. Ja, und jetzt sehen wir, das passt eigentlich schon fast komplett. Hier unten müssen wir noch ein bisschen nachbessern. Das geht halt leider noch nicht, dass man diese, auch jetzt hier zum Beispiel den Saale Radweg einfach anwählen kann und als GPX exportieren kann, weil das ist quasi nur eine Grafik und keine Datei mit Koordinaten. Und man muss da halt manchmal noch so ein bisschen nachhelfen, dass das eben passt. Tatsächlich würde ich hier auch statt normalen Fahrrad vielleicht Tourenrad wählen, dass er dann sich doch eher an den Radrouten da orientiert. Hier besser auch nochmal aus. Ja, da muss man manchmal so ein bisschen rumprobieren. Und hier dann auch noch. So, und dann auch hier wieder. Das ist aber allerdings etwas, was man bei Komoot auch immer ständig machen muss. Und ich habe schon gefragt, den Entwickler, ob man das vielleicht in Zukunft so gestalten kann, dass sich halt diese Tourenplanung wirklich an den Radrouten hier orientiert. Was wir jetzt hier sehen, in dem Fall, ist, dass er irgendwie nicht diesen Weg nehmen will. Das liegt daran, dass hier eine Fähre ist und die wird wahrscheinlich momentan nicht fahren. Und das sind auch so Daten, die bei OSM hinterlegt werden können. Deswegen kam das wahrscheinlich von offizieller Stelle. Das heißt, wir können da momentan nicht lang. Diesen Wegpunkt würde ich wieder entfernen. Da müssen wir halt hier diesen Weg jetzt nehmen. Aber wir kommen ja hier auch gleich wieder auf den Saale Radweg. So, dann wären wir soweit fertig. Wir sehen hier links auch unsere Details. Fast 85 Kilometer, 1200 Höhenmeter bis zu diesem Campingplatz. Jetzt kann ich hier links reingehen und wähle jetzt neue Etappe. Und kann jetzt hier auch erstmal die erste Etappe benennen. Etappe 1, Bleiloch, Stausee. So, das ist nämlich unser erstes Ziel. Und Etappe 2 schauen wir gleich mal, wo wir hinkommen. Hier kann man dann auch für die zweite Etappe direkt auch schon eine andere Farbe dann wählen. Also sind wir jetzt schon am zweiten Tag. Hier ist es jetzt wichtig, auch den Startpunkt wieder richtig zu setzen. Den setze ich einmal hier, wo wir eben geendet sind am letzten Tag. Und dann würde ich sagen, wir fahren mal bis nach Uhlstedt. Hier ist auch ein Campingplatz. Hier seht ihr auch, dass da direkt eine Webseite verlinkt ist. Da könnt ihr dann draufklicken
und dann schauen, ob der überhaupt schon offen ist, der Campingplatz, ob ihr da direkt buchen könnt. Hier sehen wir zum Beispiel, der macht erst im April auf, aber gut, dann ist es jetzt so. Vielleicht machen wir die Tour ja auch erst im Sommer. So, das kann ich dann auch wieder als Zielpunkt wählen zu diesem Punkt Routen. Ich hatte den Punkt ein bisschen falsch gesetzt auf der falschen Seite, den würde ich jetzt einfach hier hinziehen. Und wir sehen generell liegen wir jetzt auch wieder ein bisschen daneben. Wenn wir mal so einen Campingplatz auswählen, dann sagt ihr mal Point of Interest hinzufügen für eure Tour quasi, würde ich jetzt einfach speichern, damit wir ja auch auf der Karte sehen, dass das ein Campingplatz ist. Und jetzt gehe ich hier drüben hin und ziehe das dann wieder auf die Route. Und jetzt sehen wir, das hat er diesmal super gemacht. Jetzt müssen wir gar nichts mehr ändern. Es stimmt jetzt, wir sind jetzt direkt am Saale-Radweg, auf dem Saale-Radweg, entlang der Hohen Warte, Stausee, Talsperre und durch Saalfeld. Wir noch mal gucken müssen. Hier habe ich ein bisschen daneben gelegen. Und ja, dann hat er das hier astrein gemacht. Wir sind wieder bei 90 Kilometern. Perfekt für eine Tagestour. Kann dann direkt wieder auf neue Etappe gehen. Kann die zweite erstmal umbenennen in Uhlstedt. Und dann würde ich sagen, wir machen noch eine Etappe. Dann ist Feierabend. Wählen hier auch wieder eine andere Farbe aus. Setzen hier wieder den Startpunkt. Müssen aber auch die Etappe 3 auswählen. Setzen hier den Startpunkt. Und ich würde sagen, wir wollen den Saale-Radweg nur bis Naumburg fahren. Hier bis zu diesem Campingplatz am Blütengrund. Zu diesem Punkt Routen. Und dann schauen wir mal, wie er es hier so gemacht hat. Das sieht auch wieder sehr gut aus. Bleibt generell auf dem Saale-Radweg. Ja, und hier gibt es bloß oben eine Abweichung. Ja, und wer den Saale-Radweg schon mal gefahren ist, der weiß, da ist es tatsächlich sinnvoll, unten hier lang zu fahren in Bad Kösen. Man kann aber natürlich trotzdem das hier oft wieder hinziehen und sieht dann im Höhenprofil, dass man dann dadurch aber einen ziemlichen Anstieg zu bewältigen hat. Einige Stufen sind da auch zu überqueren, also muss man ab und zu auch schieben. Deswegen ist es relativ sinnvoll, hier unten lang zu fahren. Aber wir lassen es jetzt einfach mal so. Ja, und haben jetzt auch unsere dritte Tour dann schon geplant. So schnell geht das dann. Ja, und immer entlang des Saale-Radwegs. Und das könntet ihr dann bis zur Mündung bei Barbie so weitermachen. Ich schreibe jetzt hier erstmal Naumburg noch hin. Ja, sehr schön. Dann können wir das auch ausblenden. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt würde ich auch die Campingplätze ausblenden. Und ich würde sagen, ich mache jetzt nur noch eine Etappe, die dann vom Campingplatz aus startet. Und ich möchte dann einfach zum nächsten Bahnhof. Ich kann mir also hier die Bahnhöfe dann einblenden lassen. Und wähle das hier aus. Das ist dann der Hauptbahnhof von Naumburg zu diesen Punktrouten. Und dann können wir das eben auch noch mit dazu machen. Jetzt können wir durch die ganzen einzelnen Etappen gehen. Das geht auch mit den Zifferntasten 1 bis 9. Da können wir schnell zwischen denen wechseln. Und für jede einzelne Tour die GPX-Datei runterladen. Oder wir speichern das jetzt ab. Nennen das Saale-Radweg bis Naumburg. Können das hier privat machen, Route speichern. Und können dann für die ganze Tour auch eine GPX-Datei runterladen. Also so schnell habt ihr eine Mehrtagestour geplant, könnt euch die Campingplätze anzeigen lassen, ihr könnt euch Lebensmittelgeschäfte anzeigen lassen und so weiter und so fort. Das ist eine ziemlich coole Sache, wenn ihr einfach ohne großen Schnickschnack diese Tour planen möchtet. So, angenommen, ihr nehmt jetzt eine vorgefertigte Tour. Dafür gehen wir nochmal auf Routen. Nehmen jetzt ja einfach mal den Weserradweg. Lassen Sie uns anzeigen. Dann können wir den direkt auch in den Planer laden. Oder ihr ladet eine vorgefertigte GPX-Datei hier hoch in das Programm rein. Geht dann auf den Planer. Und habt jetzt die ganze Strecke. Es ist natürlich die Strecke schon fertig geplant. Aber wir wollen jetzt eine Mehrtagestour draus machen. Das geht nämlich auch. Da gehen wir jetzt einfach hier wieder rein. Lassen uns hier die Campingplätze anzeigen. Sagen, was auch cool ist, nach Kilometer so und so, die uns übrigens hier mal angezeigt werden. Ja, hier sieht man mal eine Zahl, 40. Das heißt, hier ist Kilometer 40, hier ist Kilometer 50. Und mal angenommen, wir wollen hier bei Kilometer 50 diesen Campingplatz dann aufsuchen. Ja, da würde ich das jetzt hier einfach auswählen und in die Route mit einfügen. Falls ihr das macht und das so als kleinen Tipp bloß, ich würde das nochmal kurz rückgängig machen, entweder mit Command-Z auf Mac oder mit Steuerung-Z am PC oder hier einfach mit dieser Zurücktaste, dann macht ihr immer den letzten Schritt rückgängig.
Ich würde immer, also wenn ich weiß, ich möchte jetzt einen Abstecher machen oder so einen Campingplatz, würde ich immer an der Stelle hier einen Punkt setzen, einen Punkt hier und das dazwischen dann dahin ziehen, damit ihr dann auch wirklich wieder auf die Route zurückkommt und das nicht irgendwie abgeändert wird. Da geht ihr einfach sicher, dass die Route bestehen bleibt. So, das haben wir also jetzt hinzugefügt. Und jetzt kann ich hier mit Rechtsklick draufgehen und sagen, Route hier teilen. Und da sehen wir jetzt hier links, dass er jetzt die erste Etappe sozusagen gecuttet hat an diesem Punkt. Das wäre dann unsere Etappe 1. Und den Rest dann sozusagen als zweite Etappe hat. Und das können wir jetzt an jedem nächsten Punkt weiterhin so machen. Hier hat er auch sogar gleich automatisch die Farbe gewechselt. Und wir können dann hier weiter hochgehen. Sagen wir mal, diesmal fahren wir ein bisschen länger, vielleicht ein paar 70 Kilometer. Da ist hier wieder ein Campingplatz. Da würde ich jetzt einfach, weil der Campingplatz wirklich direkt daneben ist, auch hier die Tour wieder teilen. Und habe dann so meine Etappe 2 hier. Und das mache ich dann weiter, bis ich eben am Ende angelangt bin. So schnell könnt ihr also eine Mehrtagestour planen und eben auch abspeichern, ohne dafür was bezahlen zu müssen, wie bei Komoot. Ja, wie gesagt, habt ihr auch oben hier die Tabs, wo ihr auch gerne immer umschalten könnt und schauen könnt, was an der Route so liegt. Also wenn ihr zum Beispiel mit einem E-Bike unterwegs seid, könnt ihr euch einblenden lassen, wo es E-Bike Ladesäulen gibt. Zum Beispiel jetzt wäre das hier direkt am Radweg, da kann man auch dran klicken. Ja, da gibt es anscheinend eine E-Bike-Ladestation. Da könnte man dann auch, wenn man dort mal war und ein Bild gemacht hat von dieser Ladestation, hier eins dann hinzufügen, damit die anderen Leute auch Bescheid wissen, wie das aussieht. Ja, und hier scheint es auch eine Toilette zum Beispiel gleich zu geben. Also da kann man auch so ein bisschen auf der Route schon planen, wo man vielleicht einkehren möchte, wo man eine Pause machen möchte, um sein Rad aufzuladen. Also das finde ich sehr, sehr praktisch. Ja, das wäre es jetzt erstmal zur Routenplanung im Veloplanner gewesen. Ich finde, das funktioniert sehr schnell und schön und übersichtlich. Vor allem, wenn ihr keine Lust auf diese ganzen Highlights und Streckensegmente und die Kommentare auf Komoot habt, ist das bestimmt eine gute Alternative, weil hier werdet ihr nicht allzu sehr abgelenkt. Wenn es darum geht, eigene Touren zu planen, um zu schauen, okay, wo könnte ich mal hinfahren, wo mich wirklich diese Point of Interest interessieren, wo mich Bilder interessieren oder Ratschläge von anderen, dann hat Komoot schon noch die Nase vorn. Weil ihr könnt euch zwar hier zum Beispiel Streckenbilder einblenden lassen, aber da gibt es bisher halt nur sehr wenig. Vor allem hier im Raum Polen natürlich, wo die App herkommt. Aber da muss hier in Deutschland noch ein bisschen mehr fotografiert werden auf jeden Fall. Also ich würde euch empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Ihr braucht ja erstmal noch gar keinen Account zu erstellen. Aber sobald ihr eben, wie gesagt, etwas abspeichern möchtet, macht das natürlich auf jeden Fall Sinn. Kommen wir jetzt noch zu den Premium-Features. Das sind gar nicht mal so viele. Dafür würde ich jetzt nochmal komplett diese Tour hier löschen. Also hier kann ich drauf gehen und einmal sagen, alle Kartendaten löschen. Und ich schalte jetzt hier auch mal die ganzen Sachen aus. Und gehe jetzt mal weiter in den Süden. Denn dort macht es vor allem Sinn, die Premium-Features. Da haben wir hier die Möglichkeit, zum Beispiel die Gelände-Map anzeigen zu lassen. Da haben wir dann so eine typische Reliefkarte, die ein bisschen schöner anzusehen ist, wo wir so ein bisschen das Gefühl kriegen, wie es da mit den Höhenmetern aussieht, mit den Hügeln und so weiter. Und jetzt können wir hier das sogar in 3D umschalten und sehen hier auch direkt die Berge. Da können wir auch die Geländehöhe ändern, damit es vielleicht ein bisschen realistischer aussieht. Wir können die Neigung ändern, die Drehung. Wir können aber auch die Control- oder Steuerungstaste gedrückt halten oder die rechte Maustaste und die Kamera frei bewegen, können hier so in die Täler reinschauen. Das ist eine ganz nette Spielerei. Das ist auch etwas, was es auch bei Komoot gibt, was ich da aber auch schon nicht wirklich genutzt habe. Aber um einfach so ein Gefühl mal zu entwickeln, gerade wenn man vielleicht auch Mountainbike-Touren plant oder so, dafür ist das ganz praktisch. Weiterer Vorteil von der Premium-Funktion ist, dass ihr unendlich viele Touren planen und speichern könnt. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo die Grenze beim freien Account liegt. Ich würde da nochmal nachfragen und euch das hier unten einblenden. Ja, und dann gehen wir nochmal kurz aufs Dashboard und nehmen nochmal unseren Saale-Radweg hier vor und gehen hier runter gehen erstmal auf Bearbeiten. Und gehen jetzt hier auf Wetter und das ist eben auch eine Funktion, die es nur im Premium-Account gibt. Und sagen wir mal, ich hätte jetzt ab morgen vor, den Saale-Radweg zu fahren. Da würde ich mal sagen, Samstag starte ich jetzt 8 Uhr
Und dann kann ich hier die Vorhersage abrufen und dann sehe ich jetzt hier entlang der Strecke, wie da so ungefähr das Wetter dann sein soll. Ja, hier soll es dann so sein, dort dann nicht so, ein bisschen Wind. Ja, das ist ganz nett. Da kann man mal nachschauen, wie so grob das sein soll. Aber ich meine, Wetterberichte sind immer ungenau. Ob das jetzt so viel bringt, sei dahingestellt. Und ja, das wäre es tatsächlich schon mit den Premium-Features. Also ihr verpasst gar nicht so viel, wenn ihr keinen Premium-Account habt. Momentan ist es eher so, dass der Premium-Account als Unterstützung gedacht ist für die Entwicklung dieser App. Ich habe auch schon viele Ideen weitergeleitet an den Entwickler, der ja mal schaut, was man davon so umsetzen kann. Und falls ihr da auch mal irgendwelche Ideen hättet oder Wünsche, was so eine Tourenplanungs-App vielleicht noch können sollte, dann könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann könnte ich das auch so weitergeben. Und falls ihr generell noch Fragen dazu habt, dann auch gerne in die Kommentare damit. Ja, falls ihr jetzt schon einen Account habt und ein bisschen damit rumgespielt habt und denkt, Mensch, das kann man echt unterstützen und ich möchte, dass da in Zukunft halt noch mehr Features dafür erscheinen, dann könnt ihr hier immer auf Premium gehen. Da gibt es nochmal eine Auflistung, was es da jetzt eben für Vorteile gibt. Und wenn ihr dann hier auf Premium holen gibt, das Ganze kostet 29,99 € im Jahr, könnt ihr gerne hier beim Rabattcode einmal Zeltenbummler eintragen und dann spart ihr 15%. Wir kriegen dann auch einen kleinen Anteil dann davon und ja, das unterstützt dann sowohl uns als auch den Entwickler von diesem wirklich genialen Tourenplaner. Und dann hoffen wir einfach mal, dass da in Zukunft dann noch coolere Features dazukommen. Vielleicht als Fazit nochmal, wenn ihr schon Komoot nutzt und da die Premium-Features habt, dann werdet ihr wahrscheinlich hier jetzt nicht allzu viel Neues finden. Wobei nochmal gesagt sei, die tolle Anzeige der Radrouten, die gibt es halt wirklich nur im Veloplanner auf diese Art und Weise. Da seid ihr im Komoot manchmal ganz schön auf der Suche, um herauszufinden, wo jetzt die offiziellen Routen sind. Klar, es gibt auch immer die offiziellen Seiten, wo ihr dann das einfach schon mal sozusagen als Vorlage nehmen könnt. Aber wenn es darum geht, das selbst abzustecken und zum Beispiel zu sagen, ja, ich möchte dann vom Saale-Radweg vielleicht auf den Elster-Radweg wechseln oder auf den Elbe-Radweg, dann ist das ziemlich cool, sich das einfach anzeigen lassen zu können. Ja, schreibt mir doch mal gern eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch das Tour ein bisschen näher bringen und vielleicht euch dabei helfen, eure nächste Radtour oder Radreise planen zu können. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit und ja, dann einen guten Start in die Radelsaison. Bis zum nächsten Mal dann auf dem Fahrrad wieder. Macht's gut und ciao, ciao.